Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Lobo TNT Retro Gaming. Heute nehmen wir uns zwei Systeme vor, die viel zu oft unter den Tisch fallen, obwohl sie technisch und spielerisch richtig was drauf hatten. Das Sega Master System 2 und der Game Gear, beide 8-Bit-Generationen, beide dieselbe DNA. Nur einmal für das Wohnzimmer und einmal für unterwegs, denn das richtig geile oder eine absolute Revolution war damals, dass man Sega Master System Spiele per Adapter auf dem Game Gear spielen konnte. Das gab es bis dahin noch nie. Und hier genau verstecken sich jede Menge Spiele, über die heute kaum noch jemand redet. Keine großen Systemseller, sondern Titel, die man erst Jahre später richtig zu schätzen lernt. Also lehnt euch zurück, dreht den Röhrenfernseher gedanklich auf und lasst uns gemeinsam die Top 25 Hidden Gems runterzählen. Wie immer von Top 25 bis zur Nummer 1. Gleich nach dem Intro geht's los. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning. 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 System overload critical. Warning. 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 Und wir starten die Top 25 mit Pengo. Pengo erschien 1988 für den Game Gear und ist ein klassischer Sega Arcade Puzzler. Das Spielprinzip ist simpel, aber fordert schnelles Denken und gutes Timing. Perfekt für kurze, knackige Retro-Sessions. Ein weiterer Game Gear-Titel war Haley Wars aus dem Jahr 1991. Es kam für den Game Gear auf den Markt ein solider Top-Down-Shooter mit sauberer Steuerung und gutem Spielfluss. Kein großer Name, aber ein ehrliches Hidden Gem. Und es war auch einer meiner Top-Favoriten bei den Weltraum-Shootern. Cloudmaster von 1988 für das Sega Master System. Cloudmaster erschien 1988 und setzt auf klassisches Arcade-Shooter-Gameplay. Das Fantasy-Setting hebt sich angenehm vom Standard ab, hart, direkt und absolut kompromisslos. X-Battler: A Legend of Golden Axe kam 1991 für den Game Gear. Das Spiel verbindet Action-RPG-Elemente mit Ego-Dungeon-Abschnitten. Ein ungewöhnlicher, aber mutiger Ableger der Golden Axe-Reihe. Time Soldier für das Master System setzte auf schnelle Arcade-Action. Kurze Levels und hohes Tempo bestimmen das Spielgefühl, ideal für schnelle Runden zwischendurch. Selbst mir war dieses Spiel völlig unbekannt. Quartett von 1987 für den Master System. 4 Charaktere, hohes Tempo und klassisches Sega Arcade Design. Heute ein fast vergessener Titel, aber absolut spielenswert. Psychic World von 1991 kombiniert Action mit Rätseln. Telekinese spielt eine zentrale Rolle im Gameplay.
Ein sehr eigenständiger Titel auf dem Master System. Alien-Syndrom kam 1987 für den Master System und bringt pures Arcade-Feeling auf die 8-Bit-Konsole. Kurze Level und permanenter Druck bestimmen das Spiel. Eine typische Sega Arcade DNA. Bomber Raid von 1988 für den Master System ist ein typisches Beispiel für Spiele, die noch richtig Spaß machten. Es ist ein vertikaler Shooter mit Bombenfokus. Das Spiel ist fordernd und sehr scorelastig. Perfekt für absolute Highscore-Jäger. Ninja Princess von 1986 für den Master System ist ein schnelles Arcade-Action-Spiel aus der frühen Sega-Zeit. Ein hoher Schwierigkeitsgrad und kurze Runden bestimmen das Gameplay. Ein reines Skillspiel ohne Kompromisse. Defender of Oasis von 1992 ist eines der wenigen echten JRPGs auf dem Game Gear. Rundenkämpfe und ein orientalisches Setting sorgen für Abwechslung. Ein ruhiger, aber sehr hochwertiger Titel. Saxon 3 aus dem Jahre 1988 für den Master System ist ein vertikaler Shooter von Compile, technisch sehr sauber und angenehm schnell zu spielen. In Europa war Saxon 3 auch als Saxon 3D bekannt. Psycho Fox von 1989 für den MS2, ein extrem kreativer Plattformer. Verwandlungen und geheime Wege sorgen für Abwechslung. Deutlich besser als ein Ruf vermuten lässt. Und ein weiterer Game Gear-Titel, Dragon Crystal aus dem Jahre 91, ist ein Roguelike mit zufällig generierten Dungeons. Sehr komplex und extrem fordernd. Definitiv kein Spiel für Einsteiger. Ken Seiden von 1988 ist ein düsteres Actionspiel im Samurai-Setting. Das Gameplay ist bewusst langsam und schwer, sehr atmosphärisch und absolut kompromisslos. Cillian von 1987 für den Master System ist ein nonlineares Action-Adventure mit Fokus auf Erkundung. Codes, Waffen-Upgrades und Backtracking spielen eine große Rolle. Ein klarer Metroid-Vibe auf der Sega-Hardware. Und wir kommen zum ersten Japan-Only-Titel, Royal Stone von 1995, ein sehr spätes Spiel für den Game Gear.
Es ist ein isometrisches Action-RPG, das ausschließlich in Japan erschienen ist. Überraschend komplex und eines der großen vergessenen Game Gear Rollenspiele. Ein absoluter Klassiker auf dem Master System war Wonder Boy 3 The Dragon's Trap von 1989. Wonder Boy bietet eine offene Welt mit Transformation. Das Spieldesign ist zeitlos gut und heute völlig zu Recht ein absoluter Klassiker. Ein weiterer Japan-Only-Titel auf dem Game Gear war Megami Tensei Gaiden The Last Bible von 1992. The Last Bible ist ein JRPG aus dem Megami Tensei-Universum, das nur in Japan veröffentlicht wurde. Düstere Themen und ein Monster-System machen es extrem ungewöhnlich. Ein absolutes cutes Spiel war Golbelius aus dem Jahre 88 für den Master System. Golbelius kombiniert Action mit einer Zelda-ähnlichen Struktur. Oberwelt, Dungeons und Bosskämpfe wechseln sich ab. Ein früher Klassiker auf dem System. Und schon wieder ein Japan-Only-Titel auf dem Game Gear. Binding Force Gaiden von 1992 ist ein Strategie-RPG, das ausschließlich in Japan erschienen ist. Tiefe Kämpfe und ein starker Story-Fokus machen es zu einem absoluten Highlight. Auch nur in Japan erschien Sylvan Tale von 1995 auf dem Game Gear. Sylvan Tale ist ein Zelda-ähnliches Action-RPG, das auch nur in Japan veröffentlicht wurde. Große Welten, viele Items und extrem viel Atmosphäre. Mein Lieblingsspiel auf Platz 3, das legendäre Shinobi von 1991. Shinobi, GG Shinobi auch genannt, vom Game Gear ist ein eigenständiger Ableger der Serie. Perfekte Steuerung und starke Musik, extrem starke Musik machen diesen Titel aus. Ein Referenztitel für den kompletten Game Gear Spielebereich. Auf Platz 2 Power Strike 2 von 1993 für den Master System. Power Strike ist technisch einer der besten 8-Bit-Shooter überhaupt. Perfekt balanciert und extrem hochwertig. Ein echtes Meisterwerk auf der Konsole. Und auf Platz 1 das legendäre Ristar auf dem Game Gear von 1995. Ristar ist ein technisches Highlight der späten 8-Bit-Ära, ein eigenständiges Gameplay und großartige Präsentation. Ein perfekter Abschluss für Segas 8-Bit-Zeit. Das waren also die Top 25 Hidden Gems für den Sega Master System und den Game Gear. Zwei 8-Bit-Systeme, die oft unterschätzt werden, aber bis heute richtig starke Spiele zu bieten haben. Jetzt interessiert mich natürlich, welcher Titel aus der Liste war für euch der größte Geheimtipp oder fehlt hier euer persönlicher Favorit? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Lobo TNT Retro Gaming.
reception, too. Game Gear from Sega. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning.